Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ja Leute, in der letzten Folge hatten wir die Mission gemacht gehabt für unser Kopfgeld, das wir, beziehungsweise unsere Steuern haben wir eingetrieben, wo der arme Typ leider dabei umgekommen ist, der uns das Geld geschuldet hat. Jetzt wollte ich als nächstes zu Dutch gehen, genau, wollte ich sagen Lenny, nee, aber da ist Dutch. Und jetzt habe ich gesehen, dass hier ein Fragezeichen ist, würde ich erstmal hier hingehen. Gucken wir, was hier erstmal abgeht. Das ist der nicht. Zu denen hier müssen wir hingehen. Schauen, was er von uns will. Do I look okay? No. You look awful. Awful. Look at me. Useless. I wasn't born to this. I didn't deserve this. I used to be a gentleman. Jeremiah Compson. Compson Stead. Good for you, if that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. And what did they take? My whole life. A whole way of living, a career. I stole a lot of things, but that's quite a lot to steal. Look at me here. Living in the shit and in the mud. I'm sorry. Na, lecker. My old house. The house my grandfather built. It's all dilapidated and destroyed. Repossessed by the bank. I'm sorry to hear that. I was supposed to live a different life. Me too. If only I could get my old things back. Personal mementos. A watch. Old pistol. My ledger. Where's this house again? Compson Stead. It's north of Scarlet Meadows. Bank says I can't go near it. I'm living rough over by Harris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Time. Time is hell. Ja, das machen wir. Wo ist das denn ganz genau? Ach, guck mal, ist das hier? Nee, da ist... Ach, da ist hier hinten, ne? Sollen wir mal direkt dahin? Ich würde sagen, wir marschieren mal direkt dahin. Bevor das irgendwie verschwindet. Würde ich sagen, echt, dass wir mal dahin gehen. Dass der Arme auch ein Zuhause hat, ne? Dass er nicht in der Wildnis, beziehungsweise im Freien pennen muss. Weiß Gott, was kann denn passieren, ne? Aber schauen wir uns mal die ganze Sachlage da hinten an. Und ja. Und an der Stelle würde ich mich auf jeden Fall erstmal bedanken, dass sowohl Red Dead als auch... geil. Amadeus, alles gut bei dir? Ah, scheiße. Ja gut, Amadeus, du hast ein bisschen Blut verloren. Aber Leute, an der Stelle will ich mich echt erstmal bedanken, dass... Na, jetzt nicht dagegen laufen. Dass Red Dead als auch... Hallo? Leute, ich will mich hier gerade bei meinen Abonnenten bedanken. Und dann kommt ihr. Das finde ich aber nicht gut. So. Perfekt. So, alle weg. Jetzt aber nochmal zum dritten. Ich will mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass die beiden Projekte sehr gut ankommen und dass wir in kürzerer Zeit echt mehrere Abonnenten dazugekommen sind. Und das, Sir. Auf jeden Fall, das wollte ich einmal sagen. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr abonniert. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr es tut. Wenn ihr es auch jetzt gerade seht und noch nicht kostenlos abonniert habt, dann könnt ihr definitiv ein kostenloses Abo dalassen. Wenn ihr natürlich wollt, müsst ihr nicht. Ist alles auf freiwillige Basis hier. Und in der Zeit, der rennt aber weg von uns, ne? Digga, warum hast du direkt die Waffe gezückt? Was geht denn bei dir ab? Ich wollte mit ihnen normal reden. Und dann, ja. So, was ist hier los?
schauen wir uns mal das Spektakel hier mal an. By order of Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne, we do hereby grant repossession of this property and all items herein to the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, Clerk, November 18th, 1895. Ja, dann gehen wir raus. Wie komme ich hier am besten in diese komische Hütte hier rein? Die haben aber auch wirklich jede Tür zugenagelt und jedes Fenster, ne? Aber das hier glaube ich nicht, oder? Ne. Kontrollbuch, Uhr, Pistole. Hier ist ein Brief. Dear Jeremiah, there ain't nothing here of any value. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Bill. P.S. I was sorry to hear of Betsy's passing. Things is easier up there for sure. Okay. Nein. So wollte ich das machen. Hatte gerade kurz einmal die Steuerung vom Avatar im Kopf. Aber Avatar spielen wir ja jetzt gerade nicht. Gucken wir hier an. 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us, and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. Okay. Perfekt. Dann was ist hier? Ach, guck mal, hier ist die Uhr, ne? Die läuft sogar noch. Perfekt. That's the old watch. Now the ledger and the pistol. Perfekt. Schrank durchsuchen. Vielleicht ist hier was drin. Premium-Zigaretten. Sind wir aber leider voll. Dann gucken wir mal weiter. Hier sind doch in Filmen zum Beispiel immer Pistolen drin, ne? In solche Schubladen, oder? Ist hier auch eine drin? Nee. Ist leider nur in Filmen so. So. Da ist noch ein Zettel. Schauen wir uns den mal an. Pa, God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck, none of us want nothing to do with you. Rance. Okay. Hier ist auch nichts. Ein Foto. Na? Schauen wir uns das Foto mal an. Trapdoor, huh? Ist das hier? Das ist doch hier, ne? What you doing here? We found this place first. Yeah. Easy. I'm just looking around for some things. That old revolver yours? Finders keepers. Ah, son of a bitch! Tja, nächstes Mal erstmal gucken, ne? Ob das geladen ist oder nicht. Come on! Ja? So willst du? Guck mal, machen wir so. Ganz locker flockig, so. Wo ist dein komischer Kollege? Du auch? Mit deinem komischen Buddha-Messer? Bitteschön. Ui. Trotz Stich boxt er uns. Läuft bei dir, ja? So. Nächstes Mal sucht euch aus, gegen wen ihr euch am besten kämpft. So, warte mal. Nimm mal die Waffe. Da war doch noch irgendwas, was wir besorgen mussten, oder? Pistol. Just the ledger now. Ja, genau, das Kontrollbuch. Aber hier können wir jetzt die Falltür öffnen, ne? Weil wir wissen ja jetzt, dass es hier in den Keller geht. So, dann. Genau, hol mal die
Laterne raus, Junge. Ach, guck mal, hier hinten ist was. Da wird, glaube ich, das Kontrollbuch sein. Dann gucken wir uns erstmal das Tagebuch mal an. Öffnen. Well, Und that's lesen. that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day ain't gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Light's fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Ugh. June 64. Ja, perfekt. God. Nein, den Schrank durchsuchen. Durchsuchen wir mal den Schrank. Ach, guck mal, Dosenobst, immer gut. Sonst ist hier nichts. Oh, sogar Dosenananas. Heute sind wir Premium unterwegs. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Okay. Ja gut. Der Alte ist mir doch ein bisschen komisch unterwegs. So, du pennst gut, ne? Wir sehen uns. Du hast bestimmt noch ein bisschen was für mich. Er hat einfach nichts. Läuft. So, dann gehen wir mal raus und reiten mal zu Opi. So, Amadeus, du hast dich gut ausgeruht? Perfekt. Dann... Ach, er ist uns sogar schon einen halben Weg entgegengekommen. Ja, da ist doch noch geiler, ne? Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir hier irgendwie durch den Wald kommen, ohne wieder zu fliegen. Aber scheint doch erstmal gut zu sein. So. Links, rechts. Diesmal glückt uns das auch, so nicht so wie letzte Folge. Dass wir voll dann fett gegen den Baum gerannt sind. Just when they needed us, they threw us away like shit on their boot. Times wasn't perfect. I ain't Ei, der saying ist ja that. schon wieder richtig Oh man, besoffen ist der. you show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards, they changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. And some legacies, Oh, they are for pissing what on. are you doing? That's my history. Ah! Damn you! Damn you! I still exist. Oh. Na, okay. Opi. Wir sehen uns. Mach's gut. Aber wie eiskalt halt Asa einfach war, ne? Er wirft dann einfach die ganzen Sachen vor die Füße bzw. ins Feuer. Ja gut, dann haben wir Opi
mehr oder weniger seine Sachen gebracht. Anschließend reiten wir jetzt mal zu Dutch und schauen, was er jetzt vorhat. Was steht denn bei der Mission? Weil meistens verrät das ja auch schon ein bisschen was. Okay. Nee, diesmal verrät es nicht so viel. Aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? Okay. Das sah gerade so aus, als wenn die da irgendwie hängen würden, aber sah gerade irgendwie ein bisschen komisch aus, aber egal. So, wir müssten jetzt gleich auch eigentlich schon... Ja, ja. Ich bin sofort wieder weg. Siehst du? Ah, warte mal. Wer wollte hier was? We got work. We are earning money. That's more than most. Barely enough to say clothes and fans. Now this is ridiculous. I'm out of here. Never ends, does it? We'll talk That's about this roads later for when you. we ain't being Town rudely where everyone's interrupted. talking about leaving and never does. Whew. It's unbelievable. If you Okay. ain't brave or Braithwaite, you ain't nothing. Might as well be a Dann können wir wahrscheinlich hier nichts machen. Dann können wir wahrscheinlich nichts machen. Dann reiten wir jetzt einfach weiter zu Dutch. Halten natürlich auch die Augen nebenbei offen für irgendwelche Events. So. Nein. Oh mein Gott. Fast wieder geflogen. So. Na, komm. Amadeus. Amadeus, danke. Und einmal rein hier. Of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride Okay. with the deputy. Bill and Dann haben wir I den jetzt follow. echt abgefüllt. Climb on up. Let's go. Archibald? How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So,
These moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites? Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes, I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Ja. These damn flies. Was ist hier nur I passiert? swear they got Der ist ja richtig zerbrochen, ne? Could try washing once in a while. Warte mal, hier war doch... Nein. Come on, mister. Da können wir nicht aktivieren. Keep your eyes open. Hm. No. War der ist aber schon längere Zeit tot, ne? Happened recently. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later. Dann gehen wir mal weiter Richtung Kutsche wieder, ne? Ja, da war ein schneller Schritt, ne? Ach, Junge. So. Dann, nein. Ach so, ich war nur auf der falschen Seite. Ja. Junge, verarschen hätte ich mich auch selber können. I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Ah, guck mal, ja, jetzt muss ich fahren. Er liest den Zettel. Ja, dann. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. They're right again here. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Would drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to them. Don't even look them in the eye. Here we are. Junge, warum ist eigentlich... Ich will dich ausreden lassen, aber ich habe mal eine Frage. Warum ist die Sicht hier so komisch? Kannst du mir das erklären? Nee, nicht so wirklich? Okay. Jupp. Okay. Ja, jeder kann sich wahrscheinlich ausmalen, mit wem wir es jetzt hier zu tun haben, ne? See? What did I tell you, boys? What did I say?
I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in How are we '78. gonna handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Mhm. Okay. Wir gehen nach links. Left. Let's stop these filthy, degenerate tax Komm mal mit. dodgers. Wir gehen mal hierher. Beziehungsweise ich gehe alleine. Er braucht ja Ewigkeiten, sehe ich gerade. Wo ist er? Da ist er. What in the hell? Ey, sag mal. Ja, das war natürlich Kacke jetzt, ne? We'll take the left. Let's stop these filthy, So, Bill. degenerate tax dodgers. Ich hab's gerade verkackt. Jetzt bist du dran. Remember what he said. We need them alive. Let's just Benutze die knock 'em Karte, out um nicht von and den tie 'em up. Schwarzbrennern gesehen zu werden. Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Boah, erstmal hier schön durch die ganze Sumpfmocke laufen. Richtig geil. Na, duck dich doch. Hallo, Arthur. Er will sich einfach nicht ducken. Think you take this. Lassen wir Bill mal vorlaufen. With pleasure. Wenn er Spaß dran hat. Ja. Come here. Bill, die anderen kümmern sich um den anderen, ne? Jo, einmal, du hast ja richtig gute Arbeit geleistet, Bill. Müssen wir jetzt hier drauf, oder? Ach so, ich muss den letzten jetzt... Ach so, ihr habt alle... Be one more, Arthur. Ihr habt alle einen LOL. Ja gut, also dann... Würde ich auch gerne einen haben. So. Lass dir schmecken. Bing. So, dann komm mal mit. Der Alkohol, der hat es echt mit Wumms hinter sich gehabt, ne, Kollege? Dich hat's ja richtig ausgeschaltet. So, dann... Das ist aber auch hier eine Holzbrücke. Morsch und klein und alt. So. Dann. Bitteschön. I think that's it. Well, what do we do now? we better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, Think you're real funny, don't you? tell me about the... That is the last time I'll mention Habe ich denn this überhaupt way. Dynamit dabei? Okay, also ich habe Dynamit hergezaubert. Kann man mal machen. Wo soll ich es denn anbringen? Oder soll ich es einfach hier drauf werfen? Ich glaube einfach hier drauf werfen, ne? Warte mal. Zünden wir mal an. Oh, Digga, es brennt. Ohne Animation, es brennt einfach. Ich glaube, das war ein bisschen früh laut, ne, Bill? We got
So, der muss doch gesessen haben. Perfekt. Okay, ich dachte, ich hätte jetzt einen Headshot bekommen. Komm, das mal, ne? Ich habe halt nur wieder meine Waffe am Pferd vergessen. Das passiert mir jedes Mal irgendwie. Alter, was ist denn hier noch in der Luft? Bill, was machst du hier? Oh, 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 nee, nee, nee. Fang. Fang. Perfekt. Ja, leider nützt mir die ganze Munition jetzt gerade herzlich wenig. Natürlich ist das gut, dass ich die ganze Munition einsammle, aber ohne Waffe nützt die herzlich wenig. Würde ich jetzt mal behaupten. Perfekt. So, dann. Das waren, glaube ich, jetzt alle, ne? Auf wen schießt du denn? Ich habe schon längst gar keinen mehr gesehen. Machen wir. Kriegen wir alles hin. So. Plündern wir nur so ein paar auf dem Weg. Weil ich denke mal, da ist einfach für euch auch zu doof, wenn ich jetzt alle plünder. Das zieht halt alles nur unnötig in die Länge. Außer ihr könnt ja meine Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich die auch alle loote, dass das halt angenehmer im Nachhinein für mich ist, weil ich dann mehrere Sachen habe. Oder ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, so wie ich das jetzt aktuell mache. Nur ab und zu welche loote. Ja, könnt ihr einfach meine Kommentare schreiben. Und je nachdem, für was sich die Mehrheit entscheidet, mache ich dann auch. So. Dann bei Dutch angekommen. Gucken, was jetzt passiert. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Jo, machen wir. Also das ist eine gute Ausbeute, ne, würde ich sagen. Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Idiot! Ey, ja, hör mal, was ist denn los mit dir, Dutch? Didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Ja, können wir einfach mal machen, ne? That's the spirit. Okay. On my word. Set.
Okay, dann. Wir sehen uns zu Hause, Dutch, ne? Dass du Bescheid weißt. Was bekommt denn eigentlich der Gewinner? Ja, da schauen wir mal, ne? Da schauen wir mal, wer von uns gewinnt. Bei so einem Wettrennen ist doch immer mal wieder lustig, ne? Haben die bestimmt damals auch gemacht. Untereinander, garantiert. Und noch schön mit der Musik im Hintergrund. Beziehungsweise Melodie kann man ja dazu sagen, ne? Ach, das war doch auch wieder klar. Ach, Dutch. Dutch, das war unfair. Dutch. Du hast den Baum da hingestellt. Ey, das war doch aber auch wieder klar, ne, dass wir dagegen rennen. Aber wir haben ein schnelleres Pferd wie er, ne? Oder wir sind halt einfach der bessere Reiter. Das kann ja auch sein. Aber das war doch wieder wirklich so klar, dass wir mindestens einen Baum oder einen Gegenstand mitnehmen werden. Guck mal, wir haben richtig gut abgekürzt hier. Wir spielen immer nur mit Fernmitteln. So, ja komm, Amadeus, was ist los bei dir? Keine Müdigkeit hier vortäuschen, wir wollen hier gewinnen. So. Perfekt. Auch mit Unfall haben wir gezeigt, dass wir der bessere Reiter sind. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Okay, jetzt bin ich aber gerührt, Dutch. Also. Jetzt bin ich aber gerührt. Warte mal, ich will mal kurz auf die Karte. Oh, jedes Mal aber auch das gleiche, ne? Ich will mal. Ah, guck mal, hier ist das andere. Ist hier sonst noch irgendwas auf der Karte an Quest? Nee. Nee. Ja gut, dann tue ich mich nochmal rasieren, wenn ich auf der Karte entziffer, wo ich hin muss. Ich muss dahin. Tun wir uns nochmal rasieren. Weil wir haben wieder einen relativ dichten Bart. Den gesamten Bart einmal ab. So, die Haare ein bisschen fresh machen. Ja gut, Leute, aber ab hier würde ich erstmal sagen, war es das mit der Folge Red Dead Redemption. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mich in Ruhe, Abigail. Abigail? Nein, jetzt nicht. Ich will mich verabschieden. Genau. Ja, Leute, ich würde mich an der Stelle, wie gesagt, erstmal verabschieden. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auch ein kostenloses Abo da. Schreibt jegliche Tipps und Tricks in den Kommentaren zu diesem Spiel. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal, wenn es weitergeht bei Red Dead Redemption. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.